Ja, heute wollen wir uns einem schwierigen Thema widmen, das insbesondere uns bibeltreue Christen sehr betroffen macht. Ritueller Missbrauch in freikirchlichen Gemeinden. Ja, wir wissen zwar, wenn wir die Bibel lesen, aufmerksam gelesen haben, Jeremia, Micha, dass im Alten Testament Gott sehr zornig war über sein Volk, weil sie dem Moloch und dem Baal ihre Kinder geopfert haben und deswegen auch das Gericht dann kam. Und trotzdem glauben viele nicht, dass es das heute noch geben kann. Und dem wollen wir uns jetzt einfach stellen und darüber reden, wieso Licht und Finsternis so nahe zusammen liegen können und diese Dinge vor vielen verborgen sind. Hallo Chantal, schön, dass du da bist bei uns und bereit bist, über dieses ernste und schlimme Thema mit uns zu reden. Du hast ja im Dezember letzten Jahres ein Buch rausgebracht, Ich rede. Und da berichtest du über rituellen Missbrauch, den du von frühester Kindheit an bis in dein Erwachsenenalter hinein erleben musstest. Und bei all dem Schrecklichen, das du erlebt hast, schockiert uns eine Sache ganz besonders, nämlich, dass es im Kontext einer biblisch-freikirchlichen Gemeinde geschehen ist, wo dein Vater viele Jahre Ältester war. Und wir möchten jetzt dir einfach ein paar Fragen stellen und mit dir verstehen, was da eigentlich abläuft, weil es einfach so unverständlich und unfassbar ist. Vielleicht erzählst du uns zuerst mal, wie der Alltag in einer sogenannten oder in deiner sogenannten gläubigen Familie und in der Gemeinde ausgeschaut hat. Ja, gerne. Ich muss zuerst sagen, dass es ja nicht mein leiblicher Vater war. Also es hat sich ja dann einige Jahre später herausgestellt, dass er oder auch meine Mutter, also nicht meine leiblichen Eltern sind, aber ich bin einfach bei ihnen aufgewachsen und ich habe bis vor noch nicht so langer Zeit eigentlich geglaubt, dass das meine richtigen Eltern waren. Dem ist aber nicht so. Und wie du schon gesagt hast, also mein Kultvater war Ältester in einer freikirchlichen Gemeinde und Ältester zu sein, das hat ja mit Verantwortung zu tun, auch eben mit Betreuung auch von den Gemeindemitgliedern, Verantwortung gegenüber den Menschen in der Gemeinde, aber auch gegenüber Gott. Das ist so die Stellung, die ein Ältester hat. Ja, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sich christliche Familie genannt hat und auch so haben wir das Leben auch gelebt oder so wurde mir das auch vorgezeigt. Heute denke ich natürlich, es war eine Fassade, aber trotzdem, also ich hatte ein sogenanntes Tagleben und ein Nachtleben oder man kann auch von Parallelleben reden, also wir Überlebende reden auch gerne von Tag- und Nachtleben. Und das eine Leben, also das Tagleben, das war eigentlich so wie alles, wie viele Kinder auch oder wie viele Menschen auch, dass ich in die Schule ging, später in die Ausbildung, Arbeit, Weiterbildungen. Ich hatte soziale Kontakte, ich habe mich auch sozial engagiert, auch schon durch meinen Beruf. Und dann war eben auch noch das christliche Leben, wo wir so als Familie gelebt haben, dass ich mit meinen Eltern, eben meinen Kulteltern, Sonntag in den Gottesdienst gegangen bin, in so eine freikirchliche Gemeinde. Als Kind damals in die Sonntagsschule, später dann auch in die Jugendgruppe. Und wir haben
zu Hause gebetet. Wir haben zum Beispiel auch vor dem Essen am Tisch gebetet, in der Familie gebetet. Wir haben musiziert und christliche Lieder gesungen und gespielt. Wir haben als Kind Bibelgeschichten gehört, auch von unseren Eltern, also ich habe ja auch noch Geschwister, deshalb rede ich von unseren Eltern. Wir haben Bibelverse auswendig gelernt, da hat sich so gehört. Und ja, es wurde uns gesagt, dass Gott eigentlich ein Gott ist, der gütig ist, der gut ist und der uns beschützt und dass wir ihn auch bitten können, uns zu beschützen und so weiter. Und es war aber auch ganz klar gelehrt, dass wir gegenüber Gott gehorsam sein müssen, ansonsten haben wir auch keinen Segen in unserem Leben. Das war so. Und so, ich war dann auch in dieser Freikirchen, auch dann später, auch als Jugendliche oder junge Erwachsene. Und das war so, dass sie das auch gelebt haben oder leben wollten, dass wir anderen Menschen von unserem Glauben berichten. Und zwar steht ja in Matthäus 28, steht ja das, geht nun hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Also das ist ja Jesus, der das damals zu seinen Jüngern gesagt hat. Und dieser Bibelvers wurde dann eigentlich auch sehr ernst genommen und zu uns gesagt, also dass wir das heute auch tun sollen. Und so bin ich dann, oder musste ich dann auch, in der Region Zürich war das, also dort habe ich dann später gewohnt. Dann sind wir nach Zürich in die Stadt gegangen, an die Langstraße. Und wer Zürich ein wenig kennt, Langstraße ist das rote Viertel von Zürich. Oder wir waren auch im Niederdörfli, das ist auch so Prostitution, Drogen, Szene und so weiter. Und wir sind dorthin gegangen und haben eben sogenannt evangelisiert. Also wir haben Flyer verteilt mit irgendeinem Gebet drauf oder Bibelversen drauf. Wir haben Zeugnis gegeben aus unserem Leben, was wir mit Gott erlebt haben. Also das war für mich wohlverstanden wirklich aus Druck heraus. Also ich habe das nicht aus mir heraus gemacht. Also ich musste das tun, um zu beweisen, dass ich eine gute Christin bin. Und wir mussten auf der Straße auch singen. Also das weiß ich noch, das war mir sehr peinlich, weil einige Leute konnten gar nicht gut singen. Also das war musikalisch also ein Fiasko und das hat mich sehr gestört. Ja, und das Ganze eben mit auch Bibelversen dann unterstrichen und so, um zu sagen, dass dieses Verhalten so sein muss, um gute Christ zu sein. Ja, das habe ich dann auch mitgemacht, weil ich dachte, das muss so sein. Also dieser inneren Druck habe ich, also ich habe gar nicht bemerkt, dass ich da eigentlich Freiheiten hätte, sondern ich dachte, ich will ja Gott gehorsam sein und ich will ja das tun, was die sagen. Das war so mein christliches Leben, nebst dem, dass ich schon geglaubt habe, dass Gott existiert. Das habe ich schon immer geglaubt und auch nie in Frage gestellt. Und dann war aber noch das sogenannte Nachtleben oder dieses Leben, wo ich in der Parallelwelt verbracht habe, mit zum Teil eben den gleichen Menschen. Also unter anderem mein Kultvater, auch Menschen von der Verwandtschaft oder aus den Gemeinden auch oder von der Nachbarschaft, die mich dann auch sexuell missbraucht haben in der Nacht oder mich auch entführt haben, aus dem Bett geholt haben, um an satanische Rituale oder satanistische Rituale zu bringen. Und auch dort wurde sogenannt Gottesdienst gefeiert, kann man so sagen, einfach für Satan, dass da auch, Satan wurde natürlich angebetet, auch mit Lieder und so wie man das eigentlich dann, wenn ich von den Gottesdiensten kennt. Es wurden Geister beschworen, sie wurden dann gerufen, also natürlich nicht der Heilige Geist, also nicht der Geist der Wahrheit, sondern halt Dämonen oder so wurden dann
ja, gerufen mit so Singen und so. Also die waren dann, diese Menschen zum Teil so in eine richtige Ekstase hineingesungen oder haben sie sich, ja, und da war dann auch Gewalt, sehr viel Gewalt, also nur Gewalt eigentlich, eben sexueller Missbrauch, Schläge, Beschimpfungen, Folter, bis hin, und das muss ich an dieser Stelle sagen, dass sie wirklich auch Kinder und auch erwachsene Menschen getötet haben, also quasi geopfert haben, um eben Satan zu ehren, weil das in diesem satanistischen Kontext, wo ich aufgewachsen bin, so gemacht wurde, weil sie ja das eigentlich als ihre Religion so gesehen haben, dass das so gemacht werden muss. Wir bekamen auch Drogen, wir Kinder. Ich war ja nicht die Einzige, die dorthin geführt wurde. Ja, und dann war eben dann das Umgekehrte von dem christlichen Leben. Da wurde uns mitgeteilt, also dass wir an einen Gott glauben, der nicht hilft. Also da wurde ich zum Beispiel vergewaltigt von mehreren Menschen, von mehreren Männern, und gleichzeitig wurde mir dann gesagt, ja, du kannst ja schon, schrei mal zu deinem Gott und so, aber du siehst ja, es nützt ja nichts und der kommt ja nicht, der holt dich da ja aus diesem Käfig oder aus diesem Keller, wo wir da drin waren, ja gar nicht raus, und siehst du, der existiert ja gar nicht, dein Jesus, der ist ja nur am Kreuz genagelt und der kommt nicht mehr runter, der ist tot. Ja, und auch ganz klar gesagt, dass Gott, wenn es ihn geben würde, sowieso keine Freude hätte an mir. Ja, wenn man mich da so sieht, wie ich mich da so prostituiere und so. Obwohl sie es ja waren, die mich vergewaltigt haben. Aber so, das war so das Nachtleben und das Tagleben, was ich vorher beschrieben habe, wo parallel gelaufen ist. Das war gleichzeitig diese zwei Dinge erlebt und eben zum Teil mit den gleichen Menschen, die sich zum Teil ja auch Christ genannt haben. Ja. Was denkst du, wie ist es möglich, dass Christen oder sogar Leiter in so einem krassen Doppelleben sind, ja, dass sie praktisch beides machen können, was sich völlig widerspricht? Ja, also Christen, das Wort Christen ist so für mich ein Oberbegriff. Also das heißt eigentlich für mich gar nicht so viel. Also ich bin ja Schweizerin und wir Schweizer, wir nennen uns ja auch ein christliches Volk. Aber ich rede da wirklich von Menschen, wo ich aufgewachsen bin, die sich Christen genannt haben, weil sie gesagt haben, sie glauben an den Gott, wo die Bibel davon spricht, und auch, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Von diesen Menschen rede ich. Und wenn ich zurückblicke, denke ich, also es ist meine Meinung, das heißt nicht, dass ich jetzt da vollkommen recht habe, aber das ist so das, was ich darüber denke, dass es eben keine überzeugte Christen waren, sondern einfach religiöse Menschen. Und für mich sind überzeugte Christen, das sind Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben und auch mit Gott reden, so wie du und ich jetzt zusammen, und dass da eine Beziehung, eine intime Beziehung ist und und wo auch Liebe herrscht. Und ich glaube nicht, dass diese Menschen eine intime Beziehung gehabt haben zu Gott und wo auch die Liebe geherrscht hat. Das glaube ich nicht. Deshalb denke ich, das waren religiöse Menschen. Ja, also als Beispiel so, das ist so wie in einer Ehe zum Beispiel oder in einer Partnerschaft. Ja, wenn man dem Partner treu ist, aus Liebe heraus, dann ist das etwas anderes, als wenn man dem Partner treu ist, weil man muss treu sein. Man ist dann zwar trotzdem treu, aber das eine ist aus Liebe heraus und das andere aus einem Muss. Und ich finde, dass wenn man dem Partner treu sein muss, weil es dazugehört, dass einfach in der Beziehung etwas nicht stimmt. Und so sehe ich das. Also dieser Vergleich mache ich so für mich. Ich denke, dass die
da eben halt Worte. Das waren für sie Worte. Was würdest du sagen, was kann man tun, damit man diese falschen Propheten oder die Wölfe im Schafspelz, dass man die erkennt? Ja, also zuerst mal denke ich, dass gerade in diesen christlichen, freikirchlichen Gemeinden zuerst mal, dass die zuerst mal die Information brauchen, dass es überhaupt solche Wölfe im Schafpelz gibt, solche Satanisten im Schafspelz, die sich unter die Christen mischen. Ja, und vielleicht auch verstehen, warum dass sie sich unter die Christen mischen. Und ich denke, ein Punkt davon, warum dass sie das gerne tun, ist, weil sie sich in diesen freikirchlichen Gemeinde so die naive Opfer finden. Und zwar, weil genau man denkt nicht, dass in solchen Gemeinschaften überhaupt Satanisten reinkommen könnten. Also bei uns doch nicht, ja. Gott schützt doch uns und ja, wir haben doch, wir beten immer um Schutz und so weiter. Also diese Naivität auch von mir aus gesehen, wo da halt manchmal auch unter diesen Menschen ist, das ist für mich, das ist gefundenes Fressen für die Satanisten. Und ja, wie kann man die entlarven? Es ist ganz ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil das sehr, sehr intelligente Menschen sind, sehr gut ausgebildete Menschen, die meisten, und sie ganz genau wissen, wie man sich da in diese Gemeinschaften, in diese Freikirchen einmischt. Also es sind Menschen, die auch oft sehr gut die Bibel kennen, beziehungsweise die Bibel zitieren können, also wissen, was da drin steht und auch mit Bibelversen eben argumentieren und jemand auch führen, zurechtweisen, erziehen. Aber es gibt so vielleicht ein paar Merkmale, dass zum Beispiel das Reden nicht übereinstimmt mit dem Handeln. Das ist vielleicht so ein Merkmal. Und dass, wenn sie Dinge aussprechen, eben zum Beispiel die Bibel zitieren, also was ja dann Wahrheiten auch sind aus der Bibel heraus, aber sie sagen das und es fehlt die Liebe. Sie sagen das aus einer anderen Motivation heraus, nämlich auch zum Beispiel, um Abhängigkeiten zu schaffen. Und das ist auch so ein Merkmal, dass sie die Menschen, die Opfer, in Abhängigkeiten bringen, sei es moralisch, finanziell oder auf andere Wege, auch emotional. Und das kann wirklich sein, dass die über Jahre hinweg eine Freundschaft pflegen oder vorspielen, um diese Menschen in die Abhängigkeit zu bringen bzw. zu behalten. Dass wirklich dann ein Opfer gar nichts mehr unternehmen kann oder sich gar nichts mehr wagt, selber etwas zu unternehmen, ohne dass es die Zustimmung bekommt von so einem Satanisten. Ich sage dem ja auch Händler, das sind ja, wir Überlebende nennen das, wir hatten einen Händler, der immer uns kontrolliert hat oder immer wieder einen anderen Händler. Und diese Händler sind eben so unter den Christen auch in den Freikirchen. Und ein großes Merkmal auch ist, dass sie spielen das zwar vor, Freundschaften, und eben helfen ja auf ihre Art auch, aber mit dem Ziel von der Abhängigkeit. Aber wenn es dann wirklich brennt, wenn wirklich eine, drohende Gefahr da ist oder so, dann sind sie dann nicht zur Stelle. Dann lassen sie eigentlich die Menschen hängen im Stich, ja. Dann das machen sie dann, um auch wieder neu zu programmieren oder so. Und es sind auch oft Menschen, die immer irgendein Wort Gottes bereit haben, also sage ich mal so, dass wenn irgendein Problem ist, sofort immer der passende Bibelvers zu der Situation oder immer sofort irgendein prophetisches Wort, wo sie dann sagen, Gott hat mir gesagt und so. Und das ist für mich, wenn ich so zurückdenke, ziemlich verdächtig, weil ich glaube nicht,
dass das so ist, wenn Gott wirklich spricht, dass er immer was sagt oder dass man immer was hört. Aber diese Menschen, die wissen immer alles. Also die haben immer ein Wort von Gott. Also so ein echtes Mitgefühl oder eine echte Liebe oder ein wirkliches Zuhören. Nein, ist nicht da. Es ist eine Imitation. Und diese Imitation ist natürlich schon sehr echt gespielt. Also es sind auch sehr gute Schauspieler. Also jetzt nicht nur in den kirchlichen Gemeinden, sondern auch sonst, was man auch sonst erlebt mit diesen Menschen. Das sind auch sehr gute Schauspieler. Und deshalb ist es auch sehr, sehr schwierig, sie so zu entlarven. Aber man muss wissen, dass es sie gibt. Ja. In den Gemeinden wird ja an sich viel über Wahrheit geredet. Das ist ja ein ganz wesentliches Element. Und Jesus sagt ja, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das, was du jetzt sagst, das klingt natürlich gar nicht nach Freiheit, sondern genau das Gegenteil. Da ist irgendwas quer. Man merkt, das stimmt nicht. Das passt nicht zusammen. Und die Frage ist, warum meiden die Gemeinden eigentlich dieses Thema satanisch-ritueller Missbrauch? Wieso machen sie da so einen Bogen drum? Wieso ist das so ein schwieriges Thema? Wieso packen sie das nicht an? Obwohl es eigentlich, wenn man nachliest, einfach überall findet oder selber mit Betroffenen und Überlebenden reden kann. Wieso wird es nicht gemacht? Ja, also erstens mal, das, was du vorhin gesagt hast, die Wahrheit macht frei, doch, das glaube ich auf jeden Fall, auch in diesem Thema, also sei es für uns Betroffene, also es ist zwar eine Ohnmacht, ein Schreck, wenn man merkt, okay, ich bin Überlebende von satanistisch-ritueller Missbrauch, aber ich glaube auch, dass diese Wahrheit, wenn das Menschen von Freikirchen wissen, auch das würde sie frei machen und dann könnten sie auch helfen, dass andere, die da drin gefangen ist, auch frei werden können. Von daher finde ich schon, dass dieses Thema eben unter die Christen muss, es ist ein Muss und es ist auch etwas, was schlussendlich auch frei macht und dass diese Dinge müssen aufgedeckt werden und ans Licht gebracht werden. Aber es ist halt auch ein dramatisches Thema und auch in den Gemeinden ist eigentlich das, was nicht sein darf, ist nicht. Also diese Haltung haben wir Menschen einfach. Also das ist Augen zu und das ist jetzt zu gefährlich, das ist mir zu viel, unangenehm, damit kann ich nicht umgehen, nee, das ist nicht mein Thema, das können andere schauen, das muss irgendwie ein Psychotherapeut anschauen, aber ich nicht und das ist mir zu stressig und so diese Wegschauen-Mentalität ist bei uns Menschen, denke ich, alle, weil es eben dramatisch ist auch und halt auch unter den Christen oder auch in diesen freikirchlichen Gemeinden. Also ist ja auch menschlich und das kann ich wirklich auch verstehen. Ich kann eigentlich nur ein wenig spekulieren, warum dass sie nicht hinschauen wollen, einfach auch anhand von meinen persönlichen Erlebnissen auch oder von Erlebnissen, die ich auch von anderen Mitchristen auch schon gehört habe, dass Menschen, die sich einsetzen, halt auch zum Teil massive Probleme bekommen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich eine freikirchliche Gemeinde auch öffentlich auch einsetzt für solche Opfer, dass sie auch Anfeindungen bekommen, also dass auch die Presse sich da einmischt und sie irgendwie versucht in den Dreck zu ziehen und so Drohungen könnten sie bekommen, weil einzelne Menschen bekommen ja auch Drohungen, also das kenne ich ja auch von anderen Menschen, ich selber ja auch, seit ich darüber spreche und vor allem auch ist es ja ein Thema, das
nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sondern eben bei so Alternativmedien, wenn überhaupt, und das einfach sehr gerne in die Ecke von Verschwörungstheorie hingestellt wird, so in diese Ecke abgetan wird. Und das hat man natürlich nicht gerne, wenn man natürlich als Verschwörungstheoretiker angeschaut wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist, dass sich da sehr wenige Menschen, auch Christen eben da oder Gemeinde da engagieren möchten oder ja. Also auch ein Thema des Mutes. Ist auch ein Thema des Mutes, ja. Und da kommt auch die Angst, vielleicht da, was ist denn das und so? Oh, was, das ist ja teuflisch. Oh, das könnte ja irgendwelche, weiß ich was, dämonische Besetzung haben bei diesen Menschen. Ja, weil ich verstehe die Angst ja auch, ein gewisses, weil wenn ich da von Opfer rede, dann sind es nicht nur Menschen, die Gewalt erlebt haben, also das ist der eine Teil, dass man Gewalt erlebt. Es ist aber auch so, dass man gezwungen wird, Gewalt zusehen, wie andere Menschen gequält ist und auch gezwungen wird, selber anderen Menschen Gewalt anzutun. Also man ist, in vielen Fällen sind die Opfer, werden sie auch zu Täter gemacht. Und das ist natürlich schon eine Thematik, die Angst macht, was ich auch verstehen kann. Dennoch finde ich selber, man sollte unbedingt hinschauen. Und das hilft ja nichts. Ja, genau. Also das Verstecken, also Kopf in den Sand stecken, wird niemandem helfen. Ja. Und wir haben ja schon Menschen, die aufstehen. Und wir haben ein gutes Beispiel gehabt, also noch letztes Jahr, und zwar viele Menschen kennen sicher den Philipp Mickenbecker, der ist leider vor einem Jahr verstorben, aber er hatte mit anderen zusammen dieser YouTube-Kanal Lifeline, glaube ich, heißt der, also dieser YouTube-Kanal existiert immer noch, und der Philipp Mickenbecker war ja selber krank, aber ist ein paar Monate vor seinem Tod noch aufgestanden und ist diesem Thema nachgegangen, hat Opfer von ritueller Missbrauch auch interviewt, auch Therapeuten interviewt und hat dieses Thema an die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, das ist für mich natürlich schon ein großes Vorbild, und ich hoffe, dass diesem Vorbild, wo Philipp vielen Menschen gegeben hat, dass da noch andere Leute folgen, auch christliche Gemeinde. Also können wir ja darunter verlinken. Ja. Die Filme von ihm. Genau. Oder die Aufzeichnungen. Ja. Um einfach zu sehen, dass das sehr wohl ein Thema ist und sehr ernst genommen wird von manchen, aber eben nicht von vielen nicht, wie du eben leider jetzt auch erfahren hast. Ja. Wo du jetzt dein Buch rausgebracht hast und auf manche christliche Kanäle angeschrieben hast, und die Resonanz, wie war die? Null. Also zum Teil gar keine Antwort bekommen oder nee, das ist nicht unser Thema, und ja, und ich habe ja auch auf anderen Kanälen habe ich ja Interviews gemacht, und das sind nicht alle, oder nein, das waren keine jetzt überzeugte Christen, schon auch gläubige Menschen, aber vielleicht nicht Menschen, die in die Freikirchen gehen. Und da war von den Freikirchen her einfach null Resonanz. Also das ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis für diejenigen, die das Salz der Erde sein sollten und die aufstehen sollten, um die zu Tode geschleppten, heißt es mal in Sprüche, gell, um die zu retten. Da ist leider nicht mehr viel zu sehen. Ja, leider. Chantal, du bist bei uns, du lebst. Welch ein Wunder. Und es hört sich irgendwie, man kann es kaum glauben, dass du jetzt eben da bist und über die Sachen reden kannst, aber es war nicht immer so. Nein. Und vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren hättest du hier noch nicht sitzen können, und es war echt es ist echt eine bewegende Geschichte, und in die
nimm uns jetzt bitte noch ein bisschen rein und zeig uns mal so die entscheidenden Schritte und Veränderungen, die sich in deinem Leben oder wie sich dein Leben dann zum Guten einfach gewendet hat. Ja, ich habe ganz am Anfang dir berichtet, dass ich ja dieses Tag- und Nachtleben gehabt habe, also diese Parallelwelten, und das habe ich auch ganz, ganz lange bis ins Erwachsenenalter auch so gehalten, so wie mir das eigentlich gelernt worden ist. Als Beispiel, als ich 16 Jahre alt war, habe ich mich bei unserem Pastor damals, habe ich wirklich diese Entscheidung gemacht, dass ich mein Leben mit Gott leben möchte, und habe diese Entscheidung auch ganz bewusst getroffen. Gleichzeitig aber auch in diesem Alter, auch mit 16, hatte ich von den Satanisten her, musste ich ein Ritual mitmachen. Das war quasi mein Abschlussritual von dieser Ausbildung, den ich von ihnen Ausbildung, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so war das eigentlich. Sie haben aus mir ja eine Mother of Darkness gemacht. Das war ja so ihren Plan mit mir, dass ich dann da auch da bleibe. Und da hatte ich so quasi meine Abschlussfeier, und das war dann so unter dem Motto meine Heirat mit Satan. Also ich habe mich einerseits für Gott entschieden, andererseits aber quasi dieses Ritual mit der Heirat mit Satan gehabt. Ja, und irgendwann ging das dann, diese Parallelwelten, nicht mehr auf. Also es war mir auch nicht bewusst, das muss ich auch ganz klar sagen. Also es war mir ja nur meine Nacht, eben nicht mein Tagleben ja bewusst. Und irgendwann bin ich zusammengebrochen und hatte ganz, ganz schwere Depressionen über mehrere Jahre hinweg, war auch sehr suizidal, und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, war aber auch eine Zeit, wo mir erste Erinnerungen an mein Nachtleben bewusst wurden, und dann habe ich so versucht, meine ersten Versuche darüber zu sprechen. Muss aber sagen, dass ich dann in dieser Zeit auch plötzlich von einem Tag auf den anderen Sprachstörungen gehabt habe. Das war nach einem nach einem ganz schlimmen Gewalterlebnis, den ich hatte, habe ich plötzlich Sprachstörungen gehabt, also gelispelt und gestottert. Ich konnte nicht mehr reden. Und dann sind mir die Worte halt irgendwo im Bauch stecken geblieben oder so. Ich habe mich auch gar nicht getraut zu reden über meine Erinnerungen, weil man hat mich auch nicht verstanden. Und dann war das aber so, dass ich dann ein Erlebnis hatte mit Gott. Also das beschreibe ich auch in meinem Buch ausführlicher, wie so Licht hineinkam in mein Zimmer, und ich glaube, dass das ein Engel war, und der mir dann auch gesagt hat, ich soll auf die Knie gehen vor Gott. Das habe ich dann auch gemacht, und dann habe ich auch die Stimme von Gott gehört, wo mir gesagt hat, ich soll reden. Und da habe ich mich zuerst gewehrt, weil für mich war ja Reden mein Todesurteil, schlichtweg. Und wenn ich geschwiegen habe, dann konnte ich überleben. Und dann ist eben jetzt ein paar Jahre später ist dann mein Buch entstanden. Ich rede, das war noch ein langer Weg, bis jetzt das Buch herausgekommen ist. Das kamen dann auch nah noch mehr Erinnerungen dazu. Meine Sprachstörungen hat sich dann langsam auch aufgelöst. Und wo ich aber dann noch mehr Erinnerungen hatte und auch darüber angefangen habe zu sprechen, so wie jetzt mit dir zu sprechen, dann wurde ich eben erstens mal in diese Ecke von Verschwörungstheoretikerin hingestellt und auch eigentlich angefeindet, und mir wurde gesagt, ich habe Wahnvorstellungen. Es war sogar ein Arzt da, der hat gekämpft, dass er mich da in eine Klinik
psychiatrische Klinik einweisen lassen wollte und mich wegen Wahnvorstellungen behandeln lassen wollte. Also das waren also echt strube Sachen, die da passiert sind. Aber ja, ich bin nicht in die Psychiatrie gegangen. Ich wusste, dass das keine Wahnvorstellungen sind. Weiß ich heute noch, weil ich weiß, dass ich das erlebt habe und dass es auch heute mein Weg ist, dass ich darüber spreche und das auch kann. Also heute kann ich darüber reden und da bin ich ja wirklich sehr, sehr dankbar. Bin ich auch Gott sehr, sehr dankbar für diesen Weg, den ich da machen durfte, beziehungsweise ich bin sehr dankbar für das, wo ich heute stehen darf. Ja. Ja, genau, das kann man auch noch nachlesen, wenn man die Rezensionen in Amazon liest oder so, ja, merkt man wirklich, dass die Menschen berührt sind und dass sie dir einfach das wirklich auch, dass sie wirklich merken, wie ehrlich und wie gerade du bist. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man dich hier hat, dass man das einfach spürt, dass du auch nicht über dein Maß irgendwie hinausgehst, sondern dass du auch sagst, na, das weiß ich nicht so genau, das kann ich mir noch nicht so genau erinnern oder das weiß ich sicher. Und insofern ist es fern jeglicher Kritik, dass man sagt, ja, du hättest das irgendwo gelesen oder was. Ja, sowas kann man nicht lesen und sowas kann man sich nicht irgendwie ausdenken. Ja, keiner kann das eigentlich. Ja. Und das schätzen wir sehr und es hilft da wirklich weiter, weil man einen Einblick bekommt in eine Thematik, die wir einfach selber, viele von uns eben überhaupt nicht erlebt haben, aber insbesondere als Christen sind wir natürlich verantwortlich, eben für andere und gerade für Menschen, die sowas erlebt haben, auch da zu sein, ja. Egal ob es jetzt im Gebet ist, wenn man nicht mehr kann oder ob man es eben, wenn die Möglichkeit da ist, ganz, ganz praktisch einfach hier sich bereit erklärt. Auf alle Fälle nicht seine Ohren verschließt oder seine Augen verschließt und sagt, ich habe nichts damit zu tun, ja. Oder ich will nichts damit zu tun haben. Ja, genau. Also von daher bist du jetzt, vielen Dank für wirklich das, was du geteilt hast jetzt, wobei mir dessen sehr bewusst bin, dass das eben nur so ein kleiner Auszug ist von allem, was du erlebt hast. Das ist mir völlig klar und muss uns ja allen klar sein. Kannst du uns noch einfach was mitgeben, insbesondere den Gläubigen, ja? Ja. Den wirklich Gläubigen. Ja. Den wirklich echt Gläubigen. Ja, das würde ich sehr gerne. Also, dass eben, wenn jemand davon hört, auch gerade in so einer freikirchlichen Gemeinde von dem hört, dann dann würde ich empfehlen, zuerst mal wirklich einfach mit Gott darüber sprechen, weil das war auch bei mir der Fall. Also ich habe zu Gott geschrien, also weil er weiß um diese Dinge und auch meine Erfahrung ist, ich bin ja auch überzeugte Christin, also ich glaube auch an Gott und da hole ich mir auch meine Hilfe und ich bin überzeugt, dass wenn wir eine persönliche Beziehung haben mit Gott, dass wir uns da auch Hilfe holen können und auch, dass wir da auch den Weg finden, wie damit umgehen. Und das würde ich eigentlich wirklich jedem anraten, zuerst eigentlich mal mit Gott darüber reden, also im Gebet sein, ja, und auch das Ganze einfach auch prüfen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich, dass man, wenn man denkt, doch, das ist jetzt meine Aufgabe oder mein Auftrag, da auch auf irgendeine Art und Weise zu helfen, dann ist es natürlich ein Thema, das sehr schwer wiegt. Und dann ist es auch sehr gut, wenn das vielleicht auf mehrere Schultern verteilt wird, dass man sich auch noch Menschen holt, die helfen können. Aber, und das ist wirklich eine Warnung, da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Menschen, die da helfen, müssen sehr gut geprüft werden. Auch sogar
in der Leitung von christlichen Gemeinden, das habe ich ja vorhin erzählt, also bei Seelsorger, nicht einfach, weil er Seelsorger ist, ja, der kann jetzt helfen, oder ein Pastor, ja, weil der Pastor ist, der kann jetzt helfen. Also da muss man ganz, ganz gut prüfen und vorsichtig sein, wen man da als Hilfe beizieht. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist keine Angst vor Fehlern. Gerade wenn es eine Thematik ist, wo man vielleicht am Anfang noch nicht ganz versteht, also zuerst auch mit sich mal ganz gut informieren, aber dann auch nicht aus Angst vor Fehlern dann nichts tun, weil das ist dann genau das Falsche. Nichts tun ist genau das Falsche. Ja, und es ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist wirklich so. Das muss nicht jeder, einfach weil er Christ ist, denken, das ist jetzt meine Aufgabe zu helfen. Aber ja, es gibt doch immer irgendwie eine Art und Weise, wie man da wenigstens offen sein kann für das Thema und sich mal, man wenigstens das in Betracht ziehen, dass es das auch geben kann unter den Christen. Und wenn man das in Betracht zieht, dann verspreche ich, dass man das sieht, dass es das eben unter den Christen gibt. Ja, genau. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, weil ja eben das eine Tatsache ist, dass das Opfer auch in den Freikirchen sind und auch Täter in den Freikirchen sind, dass wenn da tatsächlich mal auch jemand darüber redet oder sich vielleicht auch so zeigt, dass diese Menschen nicht abgelehnt werden dürfen, weil das passiert mehr, als dass man denkt und mir persönlich mehr, als dass es mir lieb ist, weil vielleicht eben die Angst da ist. Und da ist wirklich dann Hilfe angesagt, auch bei den Menschen, die sich vielleicht komisch verhalten, weil da wurde ihre Identität gestohlen. Also die haben so massivste, schwere Dinge erlebt, wo man sich nicht mal in den Horrorfilmen ansehen kann. Das ist schlimmer als Horrorfilm. Und solche Menschen verhalten sich manchmal dann auch vielleicht ein wenig komisch. Aber die dürfen nicht abgelehnt werden, sondern die brauchen eben Hilfe. Auch Opfer, die zu Täter gemacht wurden, auch die Menschen brauchen Hilfe. Ja, genau. Und dann gibt es Hilfen. Es gibt ja Stellen, wo man sich Hilfe holen kann, auch bei Vereinen oder Psychologen oder wie auch immer Menschen, die sich auch engagieren. Also ich sage immer einfach, gemeinsam sind wir stark und es gibt Wege, da rauszufinden. Es gibt sie tatsächlich. Und das will ich so auch als mutiges Statement da weitergeben. Wunderbar. Du bist das beste Beispiel dafür, dass Gott dich gehört hat, dass er eingegriffen hat in dein Leben und erstmal irgendwo ganz persönlich, aber dann auch durch verschiedene Hilfen auch von außen. Aber man merkt einfach, es ist einfach Großartiges passiert. Danke ich auch vor allen Dingen Gott dafür, dass es dich gibt. Und ja, wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du hier eben dein Auftrag, hier zu reden, ja, hier Licht reinzubringen, so wie Jesus sagt, das, was im Dunkeln geschieht, wird auf den Dächern verkündigt werden. Das ist unsere Aufgabe und wir als hier, denen es eigentlich wohlgegangen ist, das Mindeste, was wir tun können, ist einfach euch wirklich ernst nehmen, euch zu danken, dass ihr den Mut hattet und habt, hier rauszutreten und ans Licht zu treten. Und das ist wirklich eine große, große Sache. Vielen Dank dafür. Und der Herr möge dich segnen und dich weiterbringen und dich gebrauchen. Auch, dass du vielen anderen noch zum Segen sein kannst und werden kannst und viele ermutigen kannst, den Weg rauszufinden. Dankeschön. Genau, wir machen dann drunter noch, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne auch an dich wenden. Unten steht eine E-Mail-Adresse. In diesem Sinne, danke.